Dann ist gerade ein schöner Fisch gesprungen, passend hier zum Start. Und ausschlaggebend ist das Ganze, um die Sprungschicht zu finden. Aber was war ein Fallbiss? Ich weiß nicht, was das bedeutet. Ja, ich bin gespannt, Was für ein geiler Fisch, Alter. Wahnsinn. Gebissen auf dem Spot, den wir heute Mittag umgelegt haben. Echt? Alter, sieht die vermögt aus, die tolle hier. Die sieht aus, als hast du hier so. Jo, hallo Leute, wir sind wieder zurück zu einem neuen kleinen Video. Dieses Mal bin ich sehr weit südwestlich gefahren in den wunderschönen Elsass. Jetzt hatte ich mal wieder Lust auf den See, habe mich nach 6 Stunden Schlaf ins Auto gesetzt, bin direkt mal über 700 Kilometer runtergefahren. Ich bin angekommen, wir waren ziemlich fertig, haben gesagt, ey, wir angeln erstmal die erste Nacht einfach, zeigen dann, wenn was passiert. Und ihr werdet es nicht glauben, ich habe als erster den ersten Fisch gefangen. Und das ist schon mal super fett, ein neues Gewässer, direkt den ersten Fisch. So Leute, hier ist der Kleine. Kein Riese, aber was für ein geiler Fisch, Alter. Wahnsinn, super schwarz. Ich liebe ja diese dunklen Fische. Schlank und lang, für die Größe auch ein riesiges Paddel. Also, wenn ich so eine Fische fange, dann muss der für mich überhaupt keine 20 Kilo haben. Darüber freue ich mich mega. Neues Gewässer. Traumhaft. Der war noch kurz fest. Auf 2/3 war die Schnur an einem Baum, habe ich aber frei bekommen. Und dann hat er einen Drill geliefert. Er hat nicht mehr aufgehört. Also wirklich immer wieder gestartet. Da sieht man natürlich auch bei dieser sportlichen Form warum. Ich dachte, es ist echt ein wesentlich größerer Fisch. Aber traumhaft, ey. Oder? Neben mir sitzt der Daniel. Daniel habe ich... Hi. Genau, sag mal hallo. Daniel habe ich vor 3 Jahren kennengelernt auf der zweiten Messe, die Fischzone jeweils gemacht hat, in Wallau. Ja. So, erzähl mal, wo sind wir hier angekommen? Also, das ist ein Gewässer in der Nähe wie Carsten gesagt hat, vom Elsass. Ist früher ein Baggersee gewesen in der Kriegszeit für einen Autobahnbau. Hat eine Tiefe von maximal 21 Metern an manchen Stellen. Die Durchschnittstiefe beträgt so zwischen 11 und 14 Meter. Steil abfallenden Kanten, hat viel Struktur und Holz. Hat einen sehr, sehr guten Fischbestand. Ja, aber genau, das war auch meine Herangehensweise jetzt, wie gesagt, verschiedenste Angelwelten entdecken. Und Daniel, wir hatten immer schon Kontakt, der hat mir viel erzählt über diese tiefen Seen. Und ich finde, also das habe ich auch noch nie geangelt. Ich weiß nicht, ob ich schon mal eine Route überhaupt über 10 Meter Tiefe abgelegt habe. Ich glaube noch nie. Da habe ich gesagt, das muss ich einmal mitmachen. Und das Schöne hier für mich dran war tatsächlich, dass ich wirklich nach diesem Kanalfluss, wo ich gar keine Ahnung hatte und auch ehrlich gesagt richtig auf die Schnauze gekriegt habe, dass ich hier angekommen bin und sie so erzählt haben, naja, Mitte kann man dann schwer angeln, da hast du die Sprungschicht, das ist relativ tief, eigentlich sind es die Randbereiche und da liegen so ein paar Bäume drin, da dachte ich, ja, das ist von den letzten Drehs das, was ich fast am meisten kenne. Und anscheinend habe ich gleich auch intuitiv die erste Route richtig abgelegt. Ja. Freut mich schon mal richtig, aber ja, wir angeln. Und wir mit Daniel quatschen dann nachher auch noch ein bisschen. Wir machen noch mal so ein bisschen Interviews und ja. So Daniel, erste Nacht war bei dir noch ruhig, ne? Ja, wobei wir haben ja 2-mal einen Fallbiss gehabt, aber 2-mal war
sehr komisch, war nichts dran. Auch ganz komische Situation. Und wir haben Glück. Ich habe den Stein noch mit. Also wenn man sachte einkurbelt, ist der Vorteil, braucht man auch eigentlich nicht immer einen neuen Stein. Kann man die ganze Geschichte weiter benutzen. Safety Clip Montage hier. Genau, ich fische einen Safety Clip ganz normal. Mache den ziemlich weit drauf, aber er hat immer noch die Möglichkeit, ihn abzuziehen, falls wirklich mal nicht auslösen sollte, ein Hänger sein sollte oder irgendwas. Von daher ganz gerne. Ja, habe hier einen Stein, der hat geschätzt, würde ich mal behaupten, um die 90 Gramm. Ich würde fast sagen, der hat sogar schon mehr, also 120, 100. Ja, gut. Sagen wir mal. Und Daniel, ich muss ja gleich mal was sagen. Du bist der Steinexperte, Also Steine wiegen, habe ich jetzt nicht so die Ahnung wie du. Das mache ich im Schlaf mittlerweile. Aber Daniel, ich muss dir gleich mal eine Sache sagen, ich muss dich neu ausstatten. Ich bin meiner Pflicht nicht nachgekommen. Das ist ja schon ein uralter Grünton, den haben wir natürlich überarbeitet. Und deswegen nutze ich den ganz gerne, weil das sind Raritäten. Das ist immer Sachen, da kommen die Leute und sagen, warum nutzt du das? Wo ist das her? Und dann sage ich, das ist ein ganz spezieller Prototyp, den wird es auch gar nicht am Markt geben. Nein, ja, man sieht daran, das ist ein gutes Beispiel, Carsten, man sieht hier dran, wie lange die Gummis auch halten. Also wie Carsten ganz am Anfang gesagt hat, wir kennen uns 3 Jahre. Ich habe meine Box oder ich zeige die euch dann auch gerne mal gleich, meine Box, glaube ich, so vor 2,5 Jahren, nach einem halben Jahr. Am Anfang hatte ich erstmal ein paar Sets gehabt und dann meine Box mir zusammengestellt. Und seitdem habe ich, glaube ich, ein einziges Mal damals noch, und das sage ich jetzt auch mal hier vom Carsten, einen Prototypen von dem Sandy bekommen, vom Gummi. Ansonsten sind das alles noch die ersten Gummis, die ich hatte. Und das sind noch viele. Also ich habe wirklich in meinen 2,5 Jahren keine 10 Gummis verschlissen. Und wenn, dann ist das wirklich Altersschwäche von den Gummis. Und ansonsten, was ich auf dem Carsten gesagt habe, wenn manchmal was nicht passt, ich loche gerne auch mal selber nach, um mir andere Spannungen zu erzeugen natürlich. Aber wie man sieht, Qualität ist da, die Gummis halten. Ich kann mich da nicht beschweren. Hört. Das hört sich gut an. So Leute, warum legst du jetzt die Route neu, Daniel? Was ist hier heute Morgen passiert? Kannst du das mal wiedergeben? Die Fische springen hier die ganze Zeit bei meinem Platz oder etwas weiter links vor dem Platz. Und wie gesagt, ich habe ja gestern Abend mit einem Pellet und einem Boilie gefischt, um die Attraktivität für kurze Zeit einfach etwas zu steigern. Jetzt war natürlich der Pellet heute Morgen weg und jetzt, kann man mal kurz im Wasser zeigen, habe ich natürlich die gleiche Kombi wieder gemacht für tagsüber. Legen wir jetzt gleich hier ab, wir fahren jetzt gleich hier hin, das ist gar nicht so weit entfernt von unserem Platz, der eine Spot. Ja, legen die Route ab und hoffen, dass die Fische, wo hier springen, weil das waren schon ein paar in der Zeit jetzt heute Morgen. 5 oder 6 ja, Mal noch geklatscht. Richtig gute, vermutlich vom Geräusch her, dass wir vielleicht hier einen verhaften. Ja Daniel, wenn wir hier bei Real Talk sind, bei Lukas in dem Video, muss ich gestehen, habe ich einmal einen Pendelwurf 10 Mal gemacht und beim 11. Mal oben in die Weide geworfen. Und dann habe ich die Route einfach zur Seite gelegt und hatte keinen Bock mehr. Und dann habe ich eine halbe Stunde erstmal mich hingesetzt, entspannt und neu geworfen. Also echt, manchmal sind die kleinsten Sachen doch komplizierter als man denkt. So Leute, ne? Was hier natürlich jetzt die Herausforderung ist an diesem Gewässer, die Kanten fallen halt extrem steil ab. Also du gehst hier runter auf 15 Meter, rums bums, wir sind hier nicht mal, was sind wir,
10 Meter vom Ufer weg und es ist 8 Meter tief. Eigentlich versuche ich nur Bereiche zu finden, wo das Ufer nicht ganz so steil abfällt. Und in diese Richtung dieser Sandbank, habe ich jetzt einen kleinen Anstieg, wo es ein bisschen steiler ist. Und von hier geht es runter. Und ich versuche jetzt sozusagen vor den Anstieg zu diesem Krautfeld, zu der Sandbank zu fischen. Da ist es so 2 Meter tief. Und das, weil ich mir denke, wenn die Fische jetzt irgendwie hier so lang kommen und die wollen dahin in den Flachwasserbereich, dann ziehen die genau diese Kante hoch. Ich nehme mir einen schönen flachen Stein, damit der sich dann wirklich auf die Seite legt und möglichst liegen bleibt. Hier drüben liegt natürlich ein fetter Baum im Wasser und damit ich meine Sehne nicht genau über diesen Baum spanne, nutze ich den Loop noch als Absenker und lege sozusagen die Schnur wirklich um den Baum rum. Und wenn ich den Biss kriege, dann nehme ich kurz Spannung auf. Sobald ich spüre, der ist nicht komplett frei, irgendwas reibt an der Schnur, sofort Bügel quasi auf oder Bremse komplett auf und hinrudern zum Fisch und dann weitersehen. Und hier wieder, ich bin dabei, Leute, ich habe es euch schon oft erzählt, der Slip XL Gummi, den teste ich gerade auf Herz und Nieren. Bis jetzt bin ich sehr zufrieden und wenn ihr dieses Video seht, ist er wahrscheinlich schon fertig getestet im Handel. Ja, und jetzt Pellets, über den Tag mal schön aktiv. KD-Rig, kleines Tungstengewicht, wie man hier sieht, der Haken richtet sich schön schnell auf. So geht das raus. Die wühlen sich das frei, die fressen sich diese Krautbereiche auch frei. Ich glaube, das fühlt sich gut an. Ja. Bisschen weich, scheint ein ganz leichtes Bodenkraut zu sein, aber das finde ich gar nicht schlecht, weil der liegt auch fester. Ich liege jetzt so genau an dem Rand von dem letzten Bodenkrautübergang zu fest. Und jetzt mache ich das, da bin ich auch immer so ein bisschen so ein Fanatiker. Jetzt lege ich hier eine Spur. Und ich habe mal gehört, der Köder sollte idealerweise Anfang oder Ende sein. Habe ich auch nicht gehört. Auch wieder interessant. Was bewirkt das? Ich weiß es auch nicht, dass er nicht mittendrin liegt. Also entweder fressen sie erst und finden als letztes den Köder oder der Köder ist gleich das erste, worauf sie treffen. Also im Prinzip habe ich jetzt, wenn man es so sieht, wie so eine Art kleinen Pfeil gebaut. Also das ist so meine Herangehensweise. Ich finde das immer ganz lustig. Vielleicht ist es, beim Angeln ist ja witzigerweise alles Hokuspokus und nichts. Aber meine Futterschneise sieht sozusagen so aus, dass ich so ein leichtes V habe, also so ein leichtes V und hier in der Spitze liegt mein Köder. So, und jetzt machen wir hier diesen kleinen Trick, wie gesagt, um die Hindernisse rumzukommen. Man sieht da diesen fetten Baum drin. Ins Kraut kann der Fisch ziehen, da lasse ich ihn einfach sich reinstellen, da habe ich kein Problem, aber er darf natürlich nicht in den Baum. Und dementsprechend rudere ich jetzt hier wirklich raus. So, und dann fange ich mir hier kurz meine Schnur. So, nehme mir meinen Loop-Absenker und klippe den hier mit dem Clip schnell in die Schnur ein. So, muss man manchmal kurz ein bisschen nachziehen. So, und lasse den jetzt hier einfach vorsichtig geführt zum Boden sinken. Und so ist jetzt auch, habe ich zweierlei Vorteile. Erstens bin ich weg vom Hindernis und zweitens, da ich ja beide Schnüre auf derselben Seite angel, habe ich so die Schnur hier in 13 Meter Tiefe, das ist jetzt hier sogar, in 13 Meter Tiefe abgesenkt und die ist schön weg von dem Ufer. Das bedeutet, wenn Fische das Ufer langziehen, kriegen sie von beiden meiner Schnüre eigentlich nichts mit, weil sie direkt von dem Spot runter ins Tiefe geführt sind. Und ich habe an Gewässern geangelt, wo Fische definitiv schnurscheu sind. Deswegen finde ich das halt immer ganz geil. Ich kann hier beide an der gleichen Seite angeln auch und spanne nicht das ganze Ufer eine Schnur lang. Ja, und jetzt zurück und dann können wir euch hoffentlich gleich den nächsten Drill präsentieren. Die Schnur hackt, kurz ein bisschen nass machen. Manche sind auch ein bisschen empfindlich wegen Öl im Wasser und so, aber meine Rollen wurden ehrlich gesagt 10 Jahre nicht mehr geölt. Ich weiß nicht genau, ja Leute, hier lief gerade irgendwas ab, aber es war ein Fallbiss, ich weiß nicht, was das bedeutet. Auf die Pelletroute. Grüße gehen raus an Lars. Boah, ey Leute, dieser Adrenalinkick jedes Mal, mitten am Tag. Wenn hier so mitten am Tag das losgeht, ey, wir zittern jedes Mal richtig die Knie. Das ist einfach jedes Mal so ein krasser Flash, wenn das so reinhaut. Und jetzt war es nur ein Fallbiss, aber entweder ist der Stein noch drin, was ich bei so einem Fallbiss unwahrscheinlich finde, oder ich habe einen Fisch dran.
Jetzt habe ich kurz das Gefühl gehabt, die Route geht durch irgendein Hindernis und da mache ich sofort Sehne Schnur komplett durchhängen lassen, hinfahren und gucken, was passiert. Und diese Phase des Wartens finde ich immer so krass. Da denke ich jedes Mal, oh Gott, das kann halt alles weg sein oder es ist ein Fisch dran und man weiß es halt wirklich erst in dem Moment, wenn man die Schnur in die Hand nimmt. Das ist immer ein spannender Moment. Geduld, Geduld. Schraubschnur haben wir. Sehr fest. So. Oh. Nee. Willst du mich verarschen? Petri Heilkasten. Petri Heil. Also wirklich, Leute. Das Ding hat mir diesen Adrenalinkick gegeben. Da kann man mal sagen, Fischgröße ist egal, der kriegt mal das Gleiche, Alter. Scheißendreck. Ja, Zielfisch. Mann, ey, echt. Ich bitte dich. Ja, der hat den Stein natürlich nicht ausgelöst. Auf so einen fetten Pellet, ey. Was für ein gieriges Tier. Oh, guckt euch die an. Monster, oh, ein bisschen schleimig. Oh, oh, scheiße, Mann, ist reingefallen. Ah, scheiße, ey, konnte wieder schwimmen, hätten wir abschlagen müssen. Wollt ihr mich verarschen, Leute? While we vibing, you know I be on that time and light up, I'm firing, dress it up, yeah I be styling, eat up the drip, she be dining, straight to the top, she be climbing. We the ones that they admire, all of these expiring, ice of the boss and we hiring, raising the hood where it's sirens, they hopping on ship like a pirate. Ayy, ayy, driving the boat and I came for the loot and the tragedy. Be hating, do better. Dropping them ashes, done burn me a hole in my sweater. I'm stingy, I'm holding this cheddar. Holding this cheese, living more better. Smoking these doobies with Xavier. We keep the gravy, yeah, we too groovy. We keep it unruly. Know it's yours truly. Smoke a big head, call it Stewie. Bad chick, wanna do me. Thick and she coolin', she busted open like a Uzi. I busted, then I'm back to duty. Call of Duty, I'm online with it. Took my time with it. Watch the operators, they be plotting. On the go with the gang and they rock with us. Everywhere that we go, we be popping up. Yeah, we popular. Eyes on us like binocular. Yeah, they time is up. You could try your luck, stay anonymous, but in God we trust. In God we trust. All these looking odd to us. Riding waves just like they ride the bus. Them pretty wanna ride my the vibe is us. Sergio Tacchini eating fettuccine. Know they see me getting cake. I've been out hustling at the dinner, baby.
Jo Maurice, du machst jetzt hier gerade Vorbereitungen für die zweite Nacht, ja? Genau, dass ich schnell reagieren kann beim Fisch. Gegebenenfalls, falls ich einen Abriss habe, da schnell wieder mich ins Rennen schalten kann. Ja, mal schauen, was die Nacht so bringt. Wie ist dein Gefühl? Eigentlich recht gut. Guten Platz getroffen, beziehungsweise gefunden. Ich habe ein gutes Gefühl. Also ja, dadurch, dass es heute Nacht etwas regnen soll, bin ich der Meinung, dass das vielleicht schon noch den einen oder anderen Fisch bringen kann. Kann so ein Gamechanger sein, ne? Ja, dadurch, ja, was haben wir momentan? 35 Grad. Und es ist schon ziemlich drückend hier in dem Waldstück. Und ja, wir hoffen wirklich, dass auch genug Wasser runterkommt und es gut abkühlt. Aber ja, lassen wir uns mal überraschen. Warum ist die Spuck ins Haar? Die stehen ganz schön ab. Echt? Alter, sieht die vermöft aus, die tolle hier. Die sieht aus, als hast du hier so. So Jungs, sieht ja nur jetzt so aus, dass ich ja hier nur wirklich schon gut abgeräumt habe. Heute Morgen hast du wirklich abgeräumt. Das war ein guter Fisch. Es war ein schöner Fisch, ein sehr schöner Fisch. Produktiver Platz. Wird auch vermutlich, sage ich jetzt in dem Video auch, denkt an meine Worte, wieder laufen heute Nacht. Wie ist denn jetzt hier so eure Drucksituation? Ihr müsst ja jetzt hier schon mal was abliefern. Ich gebe mein Bestes. Also du hast ja gesehen heute Morgen, ich habe viele Fische auf dem Platz, viele Fische springen. Ich habe viele Fressblasen am Platz. Ob es natürlich von Großfischen oder von Karpfen ist, kann man gar nicht sagen. Oder ob es viele Kleinfische sind oder Brassen sind. Ja, ich bin auf jeden Fall guter Dinge. Habe eine vor der Sandbank liegen. Recht weit unten, bevor es hochgeht. In der Hoffnung, dass ich da einen abgreife. Einen ja, vom großen Busch mit ja, relativ viel Totholz drin. Habe so, wo habe ich abgelegt? 3 Meter vor dem Busch. Was eigentlich auch ein sehr guter Spot ist. In der Hoffnung, dass ich da damit den Carsten schlagen kann. Doch, Carsten. Nee, aber sag doch mal Leute, knallt das jetzt hier heute oder nicht? Maurice. Wir hoffen es, dadurch, dass es ja heute Nacht noch regnen soll. Die Routen liegen alles super, ein gutes Gefühl. Aber ja, beeinflussen kann ich es nicht, ne? Ob jetzt einer über den Spot schwimmt und beißen tut. Du Daniel, auch guter Dinge? Ich denke, dass ich heute Nacht auf meiner linken Route, auf meinem linken Spot einen Fisch fangen werde. Maurice, einer zumindest. Und, was sagst du, läuft Daniels linke Route heute ab? Ja, doch. Ganz klar. Dadurch, dass er ja schon tagsüber so viel Aktion auf dem Platz hatte, denke ich mal schon, dass da heute Nacht was laufen wird. Das war heftig, ne? Da sind 1 Million Fische gesprungen. Ja. Genau. Es ist dunkel, überlassen wir den Fischen die Nacht. Genau. Und dem Carsten. Guten Morgen. Ja, die Nacht war ziemlich ruhig. Was heißt ziemlich ruhig? Es war ruhig, es ging gar nichts. Und der Carsten schläft jetzt noch. Und wir gehen jetzt mal zum Carsten und quatschen dem einfach mal richtig das Ohr zu am frühen Morgen. Guten Morgen, Carsten. Moin. Die Zuschauer wollen 2 kurze Fragen beantwortet bekommen. Erstens, spontan, was hast du dir von der Nacht erhofft? Ja, hat schon gern einen Fisch gehabt, sage ich mal, aber so hatten wir wenigstens Regen und konnten ausschlafen. Und dann möchten sie noch wissen, wie geht's dir am frühen Morgen? Fantastisch. Fantastisch. Wir machen uns jetzt Frühstück. Der Carsten soll jetzt mal langsam aufstehen. Frühstück ist eine gute Idee. Ich habe schon seit einer Stunde über Frühstück nachgedacht, weil ich auch übelst Hunger habe. Aber dachte ich mal, oh, es ist doch so gemütlich, Ja, keine Sonne. das haben wir wahrgenommen, wie du nachgedacht hast. Das mit Schnarchgeräuschen und Fellarbeiten. Ja, ich habe schon mal wieder geschlafen, auf jeden Fall.
Moin Daniel. Servus. Daniel, erzähl doch mal, was war los in der Nacht? Kurz, knapp, bündig, gar nichts. Es ging gar nichts. Keiner hatte einen. Doch, Maurice hatte 2 Pieper, das war's. Wie ist denn jetzt hier so dein Bezug zu dem Gewässer? Du bist ja noch gar nicht so ewig hier in der Region unterwegs. Erzähl mal, wie sind denn deine bisherigen Erfahrungen mit diesem Gewässer? Also das Gewässer ist sehr, sehr launisch. Es gibt hier wirklich Momente, wo du sehr gute Fische fängst, wo du viele Fische fängst, aber meistens, und das ist halt wirklich, muss man einfach sagen, ich habe sehr, sehr viele blanke Nächte an diesem Gewässer. Sehr, sehr viele. Wenn ein Fisch einsteigt, und das sehen ja auch die Leute an deinem ersten Fisch, sind es schöne Fische, sind auch entweder sehr schön oder sehr groß, aber es ist schwer. Kurz, knapp, bündig, wir haben noch eine Nacht. Vielleicht rappelt es ja an jeder nochmal. Die Temperatur ist gefallen. Das kann uns schon heute Nacht vielleicht gut in die Karten spielen, das kann uns auch richtig beschissen in die Karten spielen. Da steckt man einfach nicht drin, aber ich glaube, wir haben die Spots gewechselt. Ich bis jetzt zumindest, Carsten wird das jetzt gleich tun. Und ich denke, wir geben jetzt einfach nochmal alles und schauen, was auf uns zukommt. Dann ist gerade ein schöner Fisch gesprungen, passend hier zum Start. Schade. Ich hätte schon gerne noch ein bisschen Action gehabt. Ich war sehr zuversichtlich, bei den anderen Jungs leider jetzt auch nicht. Es ist halt jetzt hier kein so ein Abräumgewässer. Diese tiefen Gewässer, man kann jetzt nicht überall angeln, man kann jetzt nicht in der Mitte einfach einen Futterplatz anlegen. Ja, irgendwie ist es ja wirklich auch ein bisschen, das haben wir euch noch gar nicht erzählt, diese gesamte Story zu diesem geplanten Trip. Ich habe ja auch Daniel angerufen, einfach, wir kennen uns jetzt ein Weilchen und ich wollte gerne mal mit ihm angeln gehen. Und ein weiterer Ansporn war natürlich, dass er hier einen extrem klaren See hat. Super klares Wasser, extrem krasse Abbruchkanten. Vom Bestand her hat Daniel mir auch erzählt, es gibt halt wenige große, aber durchaus auch die Chance auf große Fische. Ein paar schöne Kois hat er mir erzählt. Aber es ist eben ein Gewässer, das ein bisschen mit den beiden spielt. Also Maurice und Daniel haben mir gesagt, es gibt wirklich Sternstunden, da weiß man nicht, was man machen soll. Und dann wieder 3 Tage blank. Und dementsprechend ist es auch eine Herausforderung. Ich will ja sozusagen auch zeigen, wie man mit den Montagen angelt, was man für Tricks beachten muss, je nach Bedingung. Und ein sehr, sehr geiles, wichtiges Tool, oder eine wichtige Sache, die man an so einem See untersuchen sollte, das zeigen wir euch jetzt gleich nochmal mit Daniel. So Daniel, jetzt groß angekündigt, erzähl uns doch mal, welches besondere Tool man hier so gut einsetzen kann an diesen tiefen Seen. Also nicht nur tiefe Seen, aber im Allgemeinen, was ich sehr, sehr wichtig in der Angelei finde, ist ein Thermometer. Das ist das Fishhawk oder auch Anaconda GTM genannt. Im Endeffekt ist das ein Thermometer, in dem man sehr sensibel die Gradveränderungen sieht. Ich halte das mal so rein und puste mal. Dieses hat eine Meteranzeige und in dem Moment, wo das aufs Wasser trifft, tut mir das pro Meter in der Absinkphase anzeigen, wie sich die Wassertemperatur verändert. Und ausschlaggebend ist das Ganze, um die Sprungschicht zu finden. Genau, für Leute, die vielleicht sich nicht so gut auskennen, erklär nochmal, was genau ist die Sprungschicht? Genau, die Sprungschicht ist im Endeffekt, kann man sich das vorstellen wie ein thermisches Feld über trockenen Feldern. Das kalte Wasser sinkt nach unten, das warme Wasser steigt nach oben, es entsteht ein Wirbel, also um das kurz zu erklären, ein Wirbel. Und dieser Wirbel findet eigentlich überhalb der Sprungschicht statt. Das heißt, das Wasser ist kalt, 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 kalt und die Sprungschicht ist dann, wo der Wirbel stattfindet. Und weshalb die Sprungschicht so attraktiv ist, ist der Punkt, durch diese Verwirbelung ist natürlich das meiste Sediment, das Kleingetier, die Insekten, die Nahrung, wo die Fische suchen, in diesem Bereich und natürlich mit der Sauerstoff ist in diesem Bereich sehr, sehr hoch und sehr, sehr lukrativ für die Fische. Das heißt, das optimale Umfeld für das Tier im Wasser. Und dadurch auch wie bei uns Menschen, wir gehen auch gerne in ein gutes Restaurant, gehen die Fische natürlich auch gerne in diese Plätze oder in diese Bereiche, wo sich die Sprungschicht befindet, etwas überhalb der Sprungschicht. Mhm. Okay, sehr spannend. Zeig uns doch mal einfach, wie du das einsetzt. Für mich auch sehr spannend. Ich habe von der Sprungschicht natürlich auch schon viel gehört, mich belesen und ich habe immer gedacht, Mann, ich brauche ein Thermometer. Aber mit einem Thermometer irgendwie eine Sprungschicht zu finden, ist natürlich schwer. Und dieses Gerät liefert mir halt wirklich genau die Schicht, wo dieser Temperatursprung ist. Man kann vielleicht Sprungschicht auch einfach erklären mit der Schicht, wo die Temperatur springt. Ich lasse das jetzt einfach mal absinken. Ich
kenne das Gewässer natürlich relativ gut. Wir haben ungefähr jetzt hier zwischen 12 und 13 Metern, oder sollten wir haben, bis zum Boden. Jetzt ist es am Boden angekommen. Jetzt hole ich das Ganze einfach nur ein. Und jetzt gehen wir in den View-Bereich und sehen hier auf 0,26,8 Meter, auf 1,26,9 Meter, auf 2,26,8 Meter, auf 3,26,7 Meter, auf 4,26,5 Meter, auf 5,26,0 Meter. Jetzt geht es schon ins Kühlere. Auf 6 Meter haben wir jetzt schon 1 Grad, wo es stärker fällt. Und jetzt haben wir hier gesehen, von 6 auf 7 Meter haben wir ungefähr 4,1 Grad. Das heißt, jetzt gucke ich noch einmal weiter. Das heißt, die Sprungschicht befindet sich zwischen 6 und 7 Meter hier in dem Gewässer, weil man genau jetzt sieht, dass ich auf 8 Meter nur noch 15 habe. Einfach zwischen 6 und 7 Meter ist eigentlich der optimale Angelbereich jetzt, um hier bei diesen hohen Wassertemperaturen, wo wir oberhalb haben, und natürlich die hohe Lufttemperatur, die wir haben, zu fischen, weil das eine sehr, sehr angenehme Temperatur erstens ist. Alles, was unter 6 Meter ist oder unter 7 Meter, wird dann schon anstrengend für den Fisch und ist auch sehr, sehr unlukrativ in meinen Augen zu befischen. Die Wassersättigung, je kälter es wird, desto schlechter wird die Wassersättigung. Das heißt, je wärmer es wird, desto mehr Partikel, also Kleinstpartikel, Schwebeteilchen beinhaltet das Wasser. Je kälter das wird, desto klarer wird das Wasser, desto sauberer wird das Wasser, desto träger wird das Wasser. Und wenn ihr auch nur einen normalen Thermometer nehmt, an eine Schnur macht und erstmal nur die Oberfläche misst und dann ihr wisst, euer Gewässer ist 4-5 Meter tief und das normale Thermometer da reinwerft und mal 10 Minuten liegen lasst und rausholt und euch das anguckt, habt ihr trotzdem auch mal einen Eindruck, wie die Temperatur da drin spielt. Also es muss nicht immer der teuerste Hightech sein, keine Frage, das ist ein super geiles Tool. Kann sich vielleicht auch nicht jeder leisten oder ist nicht jeder bereit, das sich zu leisten. Es geht auch ein normaler Thermometer, allerdings hat man natürlich dann die interessanten Bereiche, wo ich die Meterabstände sehe, natürlich nicht so detailliert. Also für mich wirklich ein Traumtool, zeigen wir es nochmal. Das Ding kommt auf jeden Fall nächste Woche in mein Angelrepertoire, weil diese Sprungschicht finden, das kann schon den Unterschied machen. Hoffen wir mal, es macht heute Abend den Unterschied, wa? Ich glaube schon. Ich bin guter Dinge für heute Abend. Das Wetter ist gut, der Wind ist gut. Okay, danke Daniel. I can do this with my eyes closed. It's too easy. It's too easy. I can do this with my eyes closed. It's too easy. Too easy. It's too easy. I've been there, done it, seen it. Boy, all that like Keenan. Still got crack, they fiendin'. Flow still hot like Phoenix. Shine so bright, I'm gleaming. This off top, I'm tweaking. Fresh out the rat like Neiman. And I'm still tryna fight my demons. Cause we all gotta act like Tina. That's why I gotta ride with the Nina. Outside, it's a war going on. Make me put my hands on my head like the Macarena. They want you walking on board like Kima. Ain't give a F to you like John Cena. Putting blood on the brand new Beamer. Tryna earn 8 stripes like Adidas. You get cold when you ride with the heater. It'll turn you to a dog like a Keto. And expose to a cat like a cheetah. They smoke my partner like reef. Dímelo porque yo no entiendo. Mi gente must really need Jesus. They shed real blood. I never seen the crypt and I believe it. It's too easy. Too easy. I can do this with my eyes closed. It's too easy. It's too easy. I can do this with my eyes closed. It's too easy. It's too easy. I can do this with my eyes closed. It's too easy. It's too easy. It's too easy. I've been there, done it, seen it. Y'all just talk, don't live it. And just took that route, that seen it. And I'm so outspoken like Reason. Jimmy Neutron, boy, Young G's. And I'm a self-made man out of Sweden. And it's still off top, I'm tweaking. Daniel hat hier gerade den ersten Lauf der Nacht. Die Route ist auf jeden Fall krumm. Das ist ein guter Fisch, oder? Das ist groß. Daniel, was geht ab? Endlich ein Fisch. Ja, ich bin gespannt, Was in mir gerade vorging, als diese Bremse losging, ich dachte, yeah, Ich hab's gar nicht gerafft. Endlich, richtig geil. Also mir zittern jetzt sogar die Knie, obwohl es ein Fisch ist.
wobei. Doch ein guter Fisch, weil so, wenn ich jetzt gucke, vom Zug her. Nicht ganz klein. Yeah! Sehr schön, Petri, Daniel. Daniel, Carsten. wie geil. Es hat geklappt, oder? Ja, ging auf, Plan ging auf. Platz hat einen Fisch gebracht. Gar kein so schlechter, wie wir erst dachten. Schöner Schuppi. Kurz vom Kraut gebissen. Ja, was haben wir gemacht? Den Spot einfach um 3 Meter nach hinten und 3 Meter nach links verlagert. Und schon haben wir Fisch. Und da ist das, die Belohnung. Geiler Fisch. Fett. Schöner Kopf. Richtig schön, Daniel. Mit der Steinmontage. Stein hat auch schön ausgelöst gehabt. Daniel, kannst du rudern? Ja? Dann lasse ich die Kamera. So, Uhrzeit weiß ich nicht. Wir haben gerade einen Thrill gehabt. Ja, Fisch verloren. Carsten, wie fühlst du dich? Nervig. Jo. Ja, moin Leute, jetzt ist wirklich moin. Da hinten kommt gerade die erste Sonne hoch und ich hatte einen schönen Lauf auf meiner zweiten Route. Aber leider am Holz verloren. Ist leider ausgestiegen. Daniel, erzähl mal, was geht denn hier ab? Fisch ist, glaube ich, ab, verloren. Zumindest, Nee, der ist noch da, ne? aber zumindest viel Kraut mit dabei jetzt. Nochmal ein Biss gekriegt. Jetzt will er los. Das ist ein guter Fisch, Daniel. Ist der Kescher bereit? Ne? Das hat auch schon wieder. Jawohl. Nice. Richtig cool. Ich bin sehr gespannt. Der sah sehr spannend aus, der Fisch. Ja, zweiter Fisch innerhalb von einer Stunde. Gebissen auf dem Spot, den wir heute Mittag umgelegt haben oder nicht umgelegt habe. Einfach nur 3 Meter weiter nach links, 3 Meter weiter nach hinten circa, wo die Fische gesprungen sind. Und so konnte man die letzten 2 Stunden 2 Fische auf dem Spot noch an Land bringen und mal gucken, vielleicht geht heute Nacht noch einer. Das wäre natürlich eine mega Entschädigung für die letzten Tage hier, dass so wenig gelaufen ist. Ne? Krasse Schuppen. Ich habe die Rute gerade fertig gemacht. Wo ist fest? Nee, kommt leicht. Der hat Ja, ist frei, ne? die Rute gerade fertig gemacht, die erste. Wollte sie wieder rausfahren. Oh, der ist fest, ne? So Leute, der Fisch ist hier im Kraut fest und wir rudern den jetzt holen. Du kannst langsamer rudern. Aber Oh, da ist er.
Volle Konzentration. Jetzt ja nicht den Fisch verlieren. Ja, nicht verlieren. Yes. Wahnsinn. Leute. Danke. Richtig geil. Richtig geil. Krass, Alter. Daniel, was geht denn jetzt hier bei dir? 2 Stunden, 3 Fische. Jetzt dreht hier alles durch, oder? Daniel. Ja, Spot Was? Nummer 2 hat auch gefruchtet. Schöner Schuppi. Vom 2. Platz eben abgelaufen. Gerade während ich die Route vom letzten Fisch neu gemacht habe. Ja, jetzt stehen beide draußen, jetzt bringen wir beide gleich rein. Wer hätte das gedacht? Letzte Nacht, die Fische fangen das Fressen an, die Fische nehmen die Plätze auf, nehmen die Plätze an oder suchen die Plätze auf und nehmen die Plätze an. Ja, herrlich. Toller Fisch, Daniel. Herzlichen Glückwunsch. 3 in 2 Stunden. Mega. Ja, das ist Wahnsinn. 2 Stunden, 3 Fische. Das haben wir manchmal in dem Gewässer am ganzen Wochenende mit 4 Routen nicht. Ja, hat man ja gesehen bis heute, ne? Richtig fett. Geil, gib mir die Faust. Petri. Ja, alles Schöne muss auch ein Ende haben, nicht wahr? Genau, wir haben jetzt schon alles eingepackt. Ihr habt ja gerade gesehen, was in der letzten Nacht abging. Daniel, erzähl mal, was war los? 3 Fische in knapp 2 Stunden. Ganz kurze Zeit. Also ersten Fisch gefangen, Plätze, wie gesagt, wie in dem einen Video schon mal gesagt, Plätze umgelegt, um 3 Meter versetzt nach hinten, um 3 Meter ungefähr nach links versetzt. Ja, dann war es ungefähr 1:30. Was war das? 1:30, oder? Der erste? Ja. Nee, noch Nee, früher. es war so um 11:30. Oh, sorry, 11:30. Ja, auf jeden Fall, der erste Fisch ist gelaufen. Die Route rausgebracht. Der gleiche Spot 45 Minuten später ungefähr einen zweiten Fisch gebracht. Und während wir den zweiten gerade zurücksetzen, läuft am Spot 2 die dritte Route ab. Konnten wir auch, alle Fische haben wir rausbekommen. Gut, war zwar ein Kampf mit dem letzten ganz schön, war eine harte Nummer, zu dritt in dem Boot. Ja. Aber wir haben dann rausbekommen und demnach wurde zumindest ich einigermaßen entschädigt. Die Ziegen, die gehen hier gerade voll ab, Das ist die super lustig. kämpfen, die können wir gleich dann nochmal draufnehmen. Ja, also wären alle Nächte so gelaufen, wäre es mega geil gewesen. Wie witzig, also 2 Tage gar nichts. Ja. Dann auf einmal am 3. Tag 3 Fische in 2 Stunden. Ich hatte heute Nacht auch noch einen Brassen auf meine kurze Route und auf die lange, wie ihr gesehen habt, auch noch ein Biss, aber ein bisschen im Baum verhakt und war dann leider nicht dran. Auch spannend, auch das ja wirklich mitten im Kraut, den letzten, ne, man sieht das auf diesem Videoausschnitt auch, wie wirklich da diese Kraut, noch richtiger Krautbatzen dranhängt und dass auch alle Fische im Kraut dann auch bekommen. Ja. Ist auch ganz schön. Stein immer eigentlich sehr schnell verloren. Wo ich sage, fürs Krautfischen ist eine Steinmontage auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Option, weil ich einfach wenig Widerstand habe, wo sich Kraut dran sammeln kann. Gerade wenn ich den Fisch nach oben pumpe, finde ich es sehr gut. Man muss nicht da 100 Blei verlieren, um das zu befischen, so einfach. Spart sich Geld, tut der Natur was Gutes und was natürlich ein Vorteil ist, ich kann mit sehr hohen Gewichten arbeiten. Gerade hier, wo ich oft Kanten habe, die sehr schnell dann abfallen, wo ich richtig gut Gewicht drauf bringen kann, um meine Montage zu halten, dass sie mir halt wirklich nicht gleich dann einfach, wie jetzt zum Beispiel beim 100 Gramm Blei wegrutschen würde.
und auf die Distanz einfach mit höheren Gewichten ist Unfug. Und so habe ich einen Stein mit 250, 180, 300 Gramm dran, der sofort nach dem Biss weg ist. Und ich damit einfach mit super Situationen mir bauen kann, um einfach Kanten zu befischen. Leute, ich sage an dieser Stelle mal vielen Dank, Daniel, an dich auch, dass ihr mir mal gezeigt habt, wie man hier angelt. Eine ziemlich anstrengende Angelei, die ist nicht immer schön, sie ist spannend, aber man wird nicht jünger, es ist anstrengend. Ja, aber war wie gesagt für mich auch sehr spannend, hier wieder noch eine neue Angelwelt, eben genau diese tiefen Baggerseen, da mal, wie man da rangeht, wie wir jetzt gesehen haben, auch mit der Sprungschicht, wie man damit umgeht und so, war auch für mich wieder sehr, sehr lehrreich. Also an der Stelle vielen Dank. Bam, geil, dass das geklappt hat. Maurice, nächstes Mal, beim nächsten Trip, dann schickst du mir ein Fischstone-Foto von dem Fisch. Und ansonsten an euch jetzt vielleicht nochmal, das war jetzt für so Fischstones Angelwelten, da habe ich es jetzt getauft. Das ist jetzt schon Folge 5 Millionen. Aber genau darum geht es ja wirklich in dieser Serie, einfach überall in verschiedensten Bedingungen zu angeln, immer mit diesen Steinmontagen zu zeigen, wie es funktioniert, wie sind diese verschiedenen Angelwelten, wie sind die Charaktere, wie ist das alles. Und das war so der letzte Trip in Deutschland, falls jetzt nicht spontan noch was kommt. Danach kommen jetzt noch ein paar Auslandssachen. Und wenn ihr jetzt zum Beispiel Bock habt in der nächsten Saison oder so und sagt, ich habe eine ganz spezielle Angelbedingung in Deutschland, dann schreibt uns doch einfach mal. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr euch wünschen würdet, vielleicht für kommende Videos, wo in Deutschland ihr uns gerne noch mal sehen würdet. Könnt uns auch gerne privat anschreiben und ja, gebt uns mal Feedback, was ihr in der nächsten Saison gerne sehen würdet. Das war's mit Deutschland, jetzt kommt es nur noch international und ich freue mich. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und nächstes Mal geht's in die Slowakei, also viel Spaß beim Zuschauen.